The search of man, the search to be happy, harmonious, the search of love, that's what mankind is looking for. But sometimes the search seems very difficult in the outside. You agree? Yes or no? Yes. How many say it is difficult? Majority. Manchmal ist die Suche im Außen sehr schwer. Ihr stimmt mir zu, oder? So, actually, the search have two qualities, you know. One find it difficult because we look towards the outside. Und deswegen hat diese Suche zwei Qualitäten und die sind sehr Then it schwer. becomes difficult. Und es wird schwer. But when we look towards the inside, it becomes easy. Because what is man looking for don't lie in the outside, but it lies in the core of one heart. Deswegen, wenn wir nach außen gucken, wird es schwer und wir müssen nach innen gucken, weil das, was in uns drin liegt, dann wird es leicht. And in the core of the heart, throughout centuries, people from different countries, different places have put many names to that. Und, Have called him God, Jesus, or Jehovah. und deswegen, es liegt in der Mitte unseres Herzens und die Menschen haben überall auf der Welt dem verschiedene Namen gegeben. Manche nennen es Gott und manche nennen es Jesus. Even in India, they call it Bhagavan in the north and Parameshwar in the south. But it's the same thing. Aber was auch immer verschiedene Namen es hat, es ist dasselbe Ding. But to be in contact from the mind to the heart is not difficult. Aber diesen Kontakt zwischen dem Gedanken und dem Herzen oder dem Kopf und dem Herzen herzustellen, das ist nicht schwer. It's a process which demands discipline towards yourself. Das ist ein Prozess, der fordert Disziplin zu dir selbst und von dir selbst. Discipline. It's not to force you, but self-discipline. In the smallest things, you find joy. Und Disziplin ist nicht, dich zu zwingen, sondern Disziplin ist, dass du in den kleinsten Dingen Freude finden kannst. And if you're sincere in your search, you will find. Und wenn du ehrlich bist in deiner Suche, dann wird es gut sein. Very often, why it becomes difficult is the sincerity that you put in. You know, more sincere you are towards your search, more sincere you are towards searching for God realization or self-realization, more easy it will be. But more insincere you are towards yourself, more difficult it is. It is like when you have to find excuses for something, you know about it, huh? And throughout this, the yogi, the saint, have drawn four paths. The first path is where the student or the seeker search. Und so hat der Yogi 4 Wege. Und der erste Weg ist der, dass der Schüler sucht. What is he searching for? Wonach sucht er? He has searched the world outside, but yet he have not found peace. Er wird die Welt durchsuchen, das Außen, aber er wird keinen Frieden finden. So he searched for a mentor. Deswegen sucht er nach einem Lehrer. Once he found the mentor, he asked, how will I find peace? How will I be in harmony with myself? Und wenn er diesen Mentor findet, dann wird er ihn fragen, wie finde ich Frieden?
The mentor replied, well, to be in harmony, you shall find your true self. You shall look for God. Und er wird antworten, um in Harmonie zu sein, musst du dein wahres Selbst finden, musst du Gott finden. Then the question say, how will I find God? Und die Frage wird sein, wie werde ich Gott finden? The mentor said, hunger for Him. Und der Mentor antwortete, Hunger nach ihm. Then the seeker would say, but how will I hunger for Him? Und dann wird der Schüler fragen, aber wie habe ich Hunger nach ihm? Well, the mentor will reply, be among people who hunger for Him. You will be hungry for Him also. This path is called the Bhakti path. Und dieser Weg wird Bhakti-Weg genannt. So, like I said earlier, there's four paths, which is, who can tell me the fourth path? Und wie ich There's früher, four kind of yoga, no? und wie ich vorher gesagt habe, es gibt 4 Wege. Und wer kann die sagen von euch? Kennt jemand die? Go on, tell me. Könnt ihr sagen? Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga. 4 kind of yoga. And any of these 4 kind of yoga will lead someone towards self-realization. Karma Yoga. Es gibt diese 4 Wege des Yogas und diese 4 Wege des Yogas führen einen zur Selbstverwirklichung. Karma Yoga, what is Karma Yoga? That's this Karma Yoga. I translate it in German. Was ist Karma Yoga? Wisst ihr das? Yes, Mataji, you lift your hand there, no? Tell me. Selfless service. And some of you say working. That's just a karma, not the yoga. Selbstloses Dienen. Karma yoga is selfless service, selfless help. Karma Yoga ist selbstloses Dienen, selbstloses Hilfedienen. What is this selfless service? Was ist selbstloses Dienen? People do a lot of service. Menschen dienen viel, also dienen vielen Dingen. But selfless service, very rare. Aber selbstloses Dienen, das sieht man sehr selten. You know, there is this part in the Bible where Christ said, when your right hand gives, your left hand should not know. And it is better that you cut your left hand and throw it away if it is known. In der Bibel gibt es eine Stelle, wo Jesus sagt, wenn deine rechte Hand gibt, soll deine linke Hand davon nichts wissen. Selfless service means that when you render a service, you have to forget about it the moment you have rendered the service. Und selbstloses Dienen ist genau dies. In dem Moment, wo du dienst, sollst du vergessen, dass du gedient hast. But does the mind forget about it? Also, dass die Gedanken davon vergessen, dass du das getan hast. Very rare. Und das gibt es sehr selten. You see, when one renders service, there is always an expectation, even the expectation of thank you, to be thanks. Und jedes Mal, wenn wir dienen, haben wir immer irgendwelche Ansprüche. Wenn es so der Anspruch ist, dass jemand uns dafür dankt. And when one don't get this thank you, they become very upset that, oh my goodness, I have helped that person, but yet he hasn't even thanked me for that. Und dann werden wir wütend, wenn wir nicht dieses Danke kriegen, weil wir denken, oh mein Gott, ich habe dieser Person geholfen und sie kann mir noch nicht mal Danke dafür sagen. But selfless service is opposite of that. When you render service, you forget about everything. Deep inside of you, you know you're rendering the service to the divine, but you don't even expect the pride to rise of knowing that you're rendering
giving the service to the divine. Und deswegen selbstloses Dienen bedeutet, dass wir dienen und sofort vergessen, dass wir gedient haben, dass wir nichts dafür erwarten, sondern eigentlich nur dem Göttlichen dienen. So, the erase of complete the mind expectation. Und das ist, dass wir eigentlich die ganzen Anforderungen, die wir stellen, oder diese ganzen Erwartungen, die wir haben, wie wegradieren. And that's selfless service.